Wie findet man Gold in den Flüssen? Es ist nur ein kleines Geheimnis. Unter großen Steinen. Sie sind natürliche Goldfallen. Das ist etwa die Tiefe von einem Loch in einem grossen Stein. Da man muss graben, viel mehr braucht es gar nicht. Wir haben mal versucht, unter den grossen Stein hineinzugehen. Und es braucht auch nicht viel Ausrüstung, sondern ein bisschen Gold finden. Gold unter den Steinen. Das wussten schon unsere Vorfahren. Auf einer Hochterrasse am Torrente Gorzente, einem Fluss im südlichen Piemont, liegen immense Halden aufgeschichteter Steine, so weit das Auge reicht. Wie viel Gold war wohl unter diesen Steinen verborgen? Einige Kilo auf alle Fälle. Wer hat das getan? Wann? Wir sind auf den Spuren einer der ältesten Goldwäschereien Westeuropas. Diese Steinhaufen liegen seit mindestens 2000 Jahren hier. Das sind die beiden Bergbauexperten Stefan und Manfred, mit mir, Viktor, einem historisch interessierten Hobbygoldwäscher. Wir haben bereits die mittelalterlichen Seifengoldabbaue in Schlesien und der Slowakei kartiert und beschrieben. Diesmal gehen wir nochmals mindestens 1000 Jahre weiter zurück, ins römische Piemont, ins 2. und 1. Jahrhundert vor Christus. Und die Frage, die uns antreibt, ist dieselbe wie immer. Was sehen wir, was können wir daraus schließen und was bleibt offen? Wir sind Amateurforscher oder Citizen Scientists mit denselben Fragen, die auch die Fachwelt noch nicht abschließend beantwortet hat. Bevor es so richtig losgeht, muss ich euch schon noch kurz das coole italienische Auto vorstellen, das ich hier zum Goldsuchen in Italien habe. Fiat Grande Panda, offenbar ziemlich neu. Gemietet in Mailand für weniger als 10 € im Tag. Extra, damit meine Frau das Auto daheim brauchen kann. Bin ich mit dem Zug auf Mailand gefahren. Sieht ein bisschen chaotisch aus hier im Kofferraum vom Goldsucher. Der Wein ist auch schon da. Und ist übrigens ein richtiger Goldkar. Ja, super, also goldige Sache. Das südliche Piemont. Hier die Region Alba. Sanfte Hügel, Weinreben und Haselnussstauden für die Nutella-Produktion. Heute Inbegriff italienischer Lebensart. Zwischen 3. und 2. Jahrhundert vor Christus wurde diese Region Teil der Römischen Republik. Römische Spuren finden sich noch in Alba, einem römischen Verwaltungszentrum. Römische Spuren findet man wenig. Hier in der Mitte von Alba, am Gründungsort der Slow Food Bewegung, hat es noch ein paar Überreste. Es sind Überreste von einem römischen Tempel aus der Zeit von Augustus, also etwa um Christi Geburt. Italienische Pasticcerie. Römische Spuren finden sich auch in Aquiterme, schon damals ein Badeort. Die Römer waren Meister darin, Wasser dorthin zu bringen, wo es gebraucht wurde. In die Thermen, in die Städte und, wie wir noch sehen werden, möglicherweise auch in ihre Goldwäschereien. Oder eben nicht. Das ist genau eine unserer Fragen.
Östlich von Alba und Aquiterme liegt das Ovadese, die Region um Ovada. Es ist kurz vor Pfingsten. Zeit, um kurz innezuhalten. Hier vor mir geht die Landschaft im Ovadese von Wein über zu einer Naturparklandschaft. Hier im Vordergrund Kalkboden mit Wein, hier im Hintergrund der Monte Tobio mit metamorphem Gestein. Da kommt das Gold her. Was auf einem Boden gedeiht, das hängt ab von seiner Beschaffenheit. Ich lese gerade Markus 5,19. Geschichte von einem besessenen Mann, der Jesus geheilt hat und zu einem glücklichen, friedlichen Menschen gemacht hat. Aber die Bevölkerung, die das gesehen hat, hat nicht darüber gejubelt, sondern hat Angst bekommen ab dieser Kraft, die sie hier gesehen haben. Was für eine Beschaffenheit du hast, das entscheidest du, was auf deinem Boden wächst. Ob du auf Jesus vertraust oder auf andere Kräfte. Ich habe erfahren, dass, wenn ich auf Jesus vertraue, er mich auf den Weg zum Leben führt. Sicher habe ich manchmal auch ein bisschen Angst und muss mich einfach seiner Kraft ausliefern. Doch ich will sein wie der geheilte Besessene, der nachher einfach verkünden darf, was Gott in seinem Leben für gute Werke da hat. Und jetzt wollen wir schauen, was es mit dem Boden da hinten auf sich hat. Gruppo Voltri ist das Stichwort. Hier im Ovadese, im Voltri-Massiv des piemontesischen Apennins, enden die Alpen. Geologisch sind wir noch in den Alpen, geografisch bereits im Apennin. Das Geheimnis des Goldes im Ovadese steckt in einem unscheinbaren Stein, außen rostig, innen grünlich, ein sogenannter Listvenit. Er stammt aus dem Gruppo Voltri, dem größten metamorphen Ophiolith-Massiv der Alpen. Ophiolith bedeutet urzeitlicher Meeresboden, der durch tektonische Kräfte in die Höhe gehoben wurde. Und in diesen Gesteinen, vor Millionen von Jahren durch hydrothermale Fluide durchdrungen, bildeten sich Quarzgänge mit freiem Gold, lokal bis zu 200 Gramm Gold pro Tonne, im Durchschnitt jedoch bei wenigen Gramm. Aus dem Voltri-Massiv kam das Gold in die Hochterrassenschotter entlang der Flüsse wie Gorzente und Piota. Wir rätseln wie und wann. Es sind nicht Paläoseifen. Nö, das sind... Dr. Giuseppe Pipino ist der große Kenner der piemontesischen Goldgeschichte. Er erklärt uns, was die Steine verraten. Es sind fluviale Alluvionen, nicht glaziale und nicht kolluviale, was man an der vollständigen Rundung aller Gerölle sieht. Entstanden wohl vor 3 bis 1 Million Jahren. Alluvial. Alluvial, okay. Terrace, alluvial terrace. Okay, Is when the rivers go in this side. ja. Oben in den Bergen hingegen gibt es eluviale Goldvorkommen. Pipino schätzt Erz bis 500.000 Tonnen. This ore body, that's alluvial But gold, it's huh? better in up the dike, Yeah. the load. Yeah. Up the load. It's 2 meters, so altered the rock, it's a soil, clay soil. Auf Hochterrassen wie hier fanden die Römer die sogenannten Goldseifen vor 2000 Jahren. Ziemlich sicher auch schon ihre Vorgänger, die keltischen Liguren. Doch Pipino ist sich sicher, das hier sind römische Goldwäschereien. This is not possible pre-Roman because they have no ability to technical ability, engineering. This is the oldest one that I know. This is 150 before Christ. Okay. We have some indication with the Consul Lenate Yeah. that have a conflict with the Senate because they take 5,000, 10,000 Ligurian or Celtic people to Yes. work. They don't know before. Die Römer nannten ihre Goldwäschereien auf Lateinisch Aurifodine. Was uns beschäftigt,
Es gibt keine Wasserkanäle, zumindest keinen, der eindeutig identifizierbar wäre. Hier gibt es nur Haufen an Steinen und das Feinmaterial fehlt komplett. Unsere These ist deshalb, das Feinsediment, der eigentliche Goldträger, wurde auf der Terrasse vom Grobmaterial getrennt und zum Flussufer hinunter transportiert. Dort wurde es gewaschen. Es brauchte also kein Wasser auf der Terrasse. Tatsächlich nur ausgelesen. Das Große rauswerfen. Das Gold rausgelesen. Meinst du, da lag so viel rum? Nein, aber wirklich weggeschaufelt und die großen Steine nur auf Halde geschmissen. Und die ebene Fläche dort drüben, das könnte das letzte Abbaugebiet sein. Oder doch ein Wasserbecken? Da sind wir uns noch nicht einig. Diese Unsicherheit gehört zu unserer Arbeit. Nicht alles hat eine gesicherte Antwort. Und das ist in Ordnung. Genau. Isti lapide celerite e movete. Per clivum ligneum portate. Deponite. Cavete. Tetrae magnae und hic. Tollite eas. Aqua bene fluit. Oberhalb der Piotta bei Lerma suchen wir nach weiteren Aurifogines. Und tatsächlich einige Meter in den Wald und schon sind Halden sichtbar. Sind die Halden nicht mehr ganz so hoch wie am Oberlauf des Prozente, was möglicherweise darauf hinweist, dass die Sedimentschicht nicht mehr so mächtig war. Gorzente Valley, that is this one, and the Piotta Valley, that is that one. Okay, all interesting places are located in these mountains. Okay, and the mines were positioned both on this side and both on that side. Im Valle Gorzente gibt es nicht nur die Goldwäschereien der Römer. Es gibt auch Stollen aus weit jüngerer Zeit. Esther führt uns zu den Goldminen, Überreste eines Bergbaus aus dem 19. Jahrhundert. Nur dem 19. Jahrhundert? Stefan wäre nicht Stefan, wenn er das nicht zu hinterfragen wagte. Doch zuerst der Aufstieg. Im Stausee von Lavanina liegt von Wasser überdeckt eine von 3 alten Goldmühlen, in denen das Erz aufbereitet wurde. Wir sind im Naturpark Campagne di Marcarolo. Hier ist übrigens Goldwaschen verboten. Bisogna fare la foto di profilo perché da qui uno dice un pezzo di ferro. Structure, another structure. This was rotaie from the different mines. So, Herr Donati hat ihn dann entlassen und hier taucht er wieder Position aus.
Stefan und Manfred fachsimpeln über das Schlenkerbohren. Im Bergbau des 19. Jahrhunderts wurden Sprenglöcher vor der Erfindung mechanischer Bohrhämmer von Hand im Schlagbohrverfahren hergestellt. Ein Bergmann hielt das Bergeisen, während der andere mit dem Fäustel darauf schlug. Nach jedem Schlag wurde etwas abgedreht. So entstand ein dreieckiges Bohrprofil. Schlägt man mit dem Hammer von unten, braucht das weniger Kraft, das sogenannte Schlenkerbohren. Für Stefan und Manfred ist klar, dass dieser Stollen M13 nur ein Prospektionsstollen war. Stefan steigt ein wenig hoch und entdeckt neben dem Gangausbiss des mundlochnahen Abbaus einen oberirdischen, rund 70 Meter langen Tagebau. Ein Verhau, der sich entlang der Vererzung erstreckt. Ja, da kommt der Luftstrom. Für ihn ist ziemlich klar, das waren 2 Phasen. Der Tagebau in der Zementationszone ist die ältere Phase. Doch wie alt? Neuzeit? Mittelalter? Römerzeit? Auch hier bleiben Fragen offen. Denke ich. Leuchtet mir nicht ganz ein. Wir diskutieren weiter in unserer Ferienwohnung, die wir bei der freundlichen Familie Pinelli Gentile im ehrwürdigen Castello di Tagliolo gebucht haben. Doch bald geht jeder wieder seinen eigenen Weg. Es gibt übrigens noch weitere fantastische Ferienwohnungen hier Wir sind hier in Mornese. Guten Morgen. Ja, das ist Maria. Ich bin Maria, jawohl. Zum Beispiel das B&B Nel Garuccio in Mornese, wo ich auch einige Tage war und das ich nur empfehlen kann. Das Ovadese ist vor allem für Goldwäscher mehr als einmal eine Reise wert. Ja. Jetzt nehmen wir Emanuele auf. Also, das ist etwas für die Gäste hier. Was kennen Sie? Eine Grillade? Also, ordnen wir die Gedanken. Was haben wir gesehen? Was bedeutet es? Wir haben keine einzige schriftliche Aufzeichnung über das Werk der Menschen, die hier vor mehr als 2000 Jahren die Landschaft so stark prägten, dass wir es heute noch sehen. Was es bräuchte, um mehr zu erfahren, wären zum Beispiel archäologische Ausgrabungen oder Datierungsversuche, zum Beispiel, wie lange diese Steine schon hier auf der Halde liegen, was mit OSL, optisch stimulierte Lumineszenz, möglich wäre. Ich besichtige die letzten kümmerlichen Überreste des römischen Castrums Rondinaria beim Friedhof von Silvano d'Orba. Von hier aus wurde wohl der Goldabbau beaufsichtigt. Wer mehr über die Geschichte des Goldwaschens im Ovadese wissen möchte, der sollte das Museum in der Gaschina Merlanetta in Casal Cermelli besuchen. Hier sind die Zeiten sehr schön aufbereitet, als zum Beispiel eine große Drecce in der Orba aktiv war oder als Giuseppe Pipino den Goldabbau neu beleben wollte. Und nochmal geht's zum Goldwaschen. Das ist der Rio Secco unterhalb von Silvano d'Orba. Eigentlich bekannt für sein wunderschöne, fein ziselierte Gold. Aber er ist wirklich trocken. Es ist schon brennend heiß an dem Pfingstwochenende gegen Ende Mai. Und da muss man wahrscheinlich früher kommen, irgendwann im Winter vielleicht oder so. Doch, da ist es gelungen, ein kleines Stückchen Wasser zu finden. Es reicht gerade, um die Pfanne auszuwaschen. Und so brauchen wir eine ganz klassische Methode vom Goldsuchen. Ein grosser Stein wird umgerollt und rundum wird
das Material, das meistens ein bisschen schwarze Farbe hat, vom schwarzen Sand, weggenommen, noch ein bisschen unter dem Stein, da sind die Pfannen rein. Dann auswaschen in diesem stinkigen, grusigen Tümpel. Und tatsächlich ganz klein Rio Seguro sieht man da. Gewaltig sind die Wespen, die da auch Freude haben an diesem Wasserloch. Und da haben wir so ein riesiges Hornus, das schon noch Angst einjagen kann. So, aber wir sind ganz gut aneinander vorbeigekommen. Okay. Das Pfingstwochenende geht zu Ende. Mein Goldsuche-Hunger ist gestillt. Im Laufe des Lebens lernte ich jedoch, was den wahren Hunger stillt. Ich sitze hier in einer altehrwürdigen Kirche, San Pietro e Paolo in Neive. Eigentlich habe ich Hunger und es wäre Zeit zum Abendessen. Ich nehme noch einen Moment Zeit und sage, Heiliger Geist, wenn es dich gibt, dann zeig dich. Und ich spüre, wie er kommt und spüre Gnade. Und ich schaue nach oben. Und da ist er. Da, der Decke oben. Und ich bin angerührter. Ja, ich wünsche dir, dass du das auch kannst. Eine Beziehung mit Gott aufbauen und ihn einfach ansprechen. Und ich bin überzeugt, er zeigt sich dir im richtigen Moment. So, ich wünsche dir eine gute Zeit. Mach's gut. Tschüss.